So, wir versuchen uns an einer Aufzeichnung und zwar werden wir jetzt, was sind es, 50 Kilometer brauchen wir noch bis zur Grenze und dann gehen wir rüber nach Guinea. Ja, James ist bereit, Susan ist bereit. Dana auch. Ja. Wir haben 3 Kameras. Noch eine Handcam, die Susan hat und sonst noch eine hier oben. Ja, hey. Wir verabschieden uns noch von unserem... Hey. So, wir haben alles, ne? Ich glaube. Hast du einen Weg eingegeben? So, wir haben jetzt ein gutes Beispiel. Der macht jetzt eine Straßenblockade. Wir können auch mal umschalten. Weil er das Gefühl hat, wir müssen ihm Geld bezahlen, weil er die Löcher hier einigermaßen stopft. Aber, nee, also... Auf das lassen wir uns nicht ein, weil wenn jemand 50 Meter ein bisschen Straße macht, das, ja, eigentlich ist das Sache vom Staat. Und ich weiß, die Leute, die brauchen Geld und versuchen irgendwie an Geld zu kommen, aber irgendwelche Blockaden zu machen, nee. Wirklich ein Problem mit diesen Löchern, weil das ist definitiv Gift für unser Fahrzeug. Und die hast du hier, ja, alle 50 Meter. Wenn es ja nur eine Sandpiste wäre, aber diese Mischung aus Asphalt und Sand, das macht es halt nicht so
schön zu fahren. Es ist halt mehr ein Fußweg. Die meisten Leute sind hier zu Fuß unterwegs. Das darfst du nicht vergessen. Die meisten haben ja gar kein Auto. Ja. Aber wir fahren jetzt hier drauf. Und für uns können sie es dann teeren, weil. Ja, ja. Das ist so. Und wenn wir dann in Guinea sind, wird es noch schlimmer. Das ist voll easy, das kannst du auch mal ausstecken und so, das macht dann Ja. wahrscheinlich schon was. Ja. Ich glaube, hier keinen braucht, aber dann irgendwann, ich sehe es dann. Voilà. Aber was halt auffällt, die Leute sind wirklich nett.
Slalom fahren, welches Loch ist weniger schlimm. Aber wenn es nur Piste wäre, alles nur Sand. Aber das hier, die rufen übrigens immer weiße Ranko. Teilweise hast du mehr Tiere auf der Straße wie Autos oder Motorräder. Aber sie wissen schon ganz genau, sie müssen ausweichen. Naja, oder stehen bleiben. Oder stehen bleiben. Die Straßen hier sind toll. Das meiste, was wir an Neigung mal geschafft haben, waren glaube ich 20 Grad, gell? Ja. Bei 35 solltest du dann mal aufhören. Spätestens. So, weil wir noch Gewicht auf dem Dach haben. Ja, und ihr seht, wir kommen nicht weiter. Also die Fahrten dauern jetzt wesentlich länger als in Senegal, Mauretanien oder Marokko, weil die Infrastruktur fehlt. Weil Korruption herrscht, weil die Gelder nicht dort ankommen, wo sie sollten. Das ist immer noch ein Riesenproblem. Ja. Gut, und das Land ist einfach arm. Womit sollen sie Geld verdienen? Sie exportieren nichts. Sie produzieren nur für sich selbst. Ja schon, aber Mauretanien ist auch arm. Die haben eine Bauchstraße. Ja, man merkt es an unseren Hunden, man sieht es, die sind jetzt wieder beide vorne, weil sie die Pisten hier echt scheiße finden und dadurch ein bisschen gestresst sind. Das hat zur Folge, dass wir höchstens 70 Kilometer machen am Tag. Dann dauert es ein bisschen länger. Eigentlich könnten wir sie nebenher laufen lassen. Ja, eigentlich schon. Aber bei den Temperaturen machen sie das nicht lang mit. Ja, und was wir uns auch angewöhnt haben, wir fahren in den frühen Morgenstunden los, weil dann ist es angenehm. Ab 10 Uhr, zwischen 10 und 11 wird es dann wirklich
heiß und dann ist es nicht mehr so geil, da unser Defender keine Klimaanlage hat. Aber bis jetzt ging es einigermaßen. Ja, und die Mobile kann man nicht immer laufen lassen, weil sie recht viel Strom frisst. Ja, wir haben jetzt bewölktes Wetter. Da kommt auch nicht so viel rein. Wir sind jetzt wirklich in einem Teil Guinea-Bissaus, wo die Leute außer ihrem Haus nicht viel haben. Es sind meistens Selbstversorger oder bieten irgendwelche Dinge an, die sie angebaut haben. Hier gibt es Fleisch. Aber das Wichtigste, sie haben ein Dach über dem Kopf. Und zu essen. Ich muss aber schon sagen, Guinea-Bissau ist eines der ärmsten Länder hier. Man sieht auch überall die Schilder von der EU bezüglich Brunnenbau. Also hier gibt es viele Brunnen, welche vom Westen finanziert wurden. Also Wasser ist da. wirklich an die Geduld, also an meine Geduld.
guter Mensch und Afrika zeigt mir, dass ich hier so nicht weiterkomme mit Ungeduld. Aber es ist halt schwierig, sich zu ändern, wenn man 20 Jahre lang ein anderer Mensch war. Das dauert, diese Transformation. Aber Afrika lehrt mich das. Und ich hoffe, unser Dieseltank, der ist dicht. Wir haben nämlich gestern einen Dieseltank aufs Dach getan. Dafür unseren Wassertank, den wir im Auto hatten, haben wir jetzt außen. Ist für uns ein bisschen einfacher zu handhaben und falls dann mal was ausläuft, ist es nicht im Auto, sondern draußen. Wir hätten auch mit Motorrad fahren sollen. Das ist viel einfacher. Wenn es nicht regnet. Ja. Ist es nicht so? Ja. Achtung, Ziegen. Die bewegen sich ja mal so gar nicht. Ja, gutes Beispiel wieder hier. Sehr viel Abfall. Dafür Musik. Aber es ist wirklich krass, was das für einen Unterschied macht. Von Dorf zu Dorf. Andere verbrennen fleißig den Abfall, damit er nicht rumliegt. Wiederum andere schmeißen ihn einfach weg. Da vorne müsste irgendwo, glaube ich, eine Schule sein. Bom dia!
Bahnhof war komischerweise immer mega interessant. So, wir überfahren jetzt rüber. Ja, vielleicht. Ja, das müsste die Schule sein. Ja, und jetzt wird es langsam warm. Fuck, ey. So Drecksstraßen, ey. Manchmal denkt man sich, warum tun wir uns das an? Wirklich. Warum machen wir das? Man weiß, dass die Straßen nicht geil sind, aber es ist halt immer noch etwas anderes, wenn man es dann wirklich fahren muss und nicht irgendwie aus YouTube kennt oder darüber gelesen hat. Wenn man das natürlich stundenlang macht am Tag, dann nervt's. Dann willst du hier einfach keinen Platten haben. Nee. Du willst dir wirklich nichts kaputt machen am Auto. Ja. Weil hier findest du es ganz sicher keinen Ersatz. Nein. Wir haben zwar einen Ersatzreifen dabei und wir haben auch nochmal geübt vor der Reise, dass wir überhaupt den Reifen bei dem Auto wechseln können. Aber nein, das willst du hier einfach nicht haben. Nee, und gerade jetzt Guinea-Bissau, Guinea, du kriegst solche Reifen, wie wir sie jetzt haben, bekommst du nicht. Vergiss es. Auch in den größeren Städten. Da musst du wirklich Elfenbeinküste Nigeria.
so eine Frage, was ist besser? Das Fahren in den Dünen war einfacher, gell? Ja. Viel entspannter. Ja, aber besser wird's nicht. Der Guinea jetzt erstmal nicht. Eher noch schlimmer, je nachdem. Ja. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als es durchzuziehen. Wir sind ja freiwillig hier oben. Also mehr oder weniger freiwillig. Wieso weniger? Wir hatten ja keinen Bock mehr auf Europa.
Du meinst, da mussten wir einfach irgendwo hin? Irgendwo hin, ja. Ich meine, der Norden ist ja schon schön mit Norwegen und Schweden. Aber es ist halt kalt. Und düster, je nachdem. Was in Schweden abläuft momentan politisch ist auch nicht geil, da willst du eigentlich nicht sein. Norwegen ist genauso teuer wie die Schweiz. Da kannst du auch in der Schweiz bleiben. Gut, dort ist vielleicht ein bisschen mehr Freiheit in Norwegen. Mehr Space. Ja. Aber brauchst auch Kohle. Und das Ziel ist ja nicht, gut zu verdienen, aber alles wieder ausgeben zu müssen, weil die Lebenserhaltungskosten so hoch sind. Weil dann ist man in diesem Hamsterrad. Du arbeitest, hast ein bisschen, ja, der Staat gibt dir ein bisschen Spaß mit, du kannst in den Ausgang gehen, du hast schöne Straßen. Aber das war's. Montag gehst du wieder arbeiten, damit du dir den Lifestyle so leisten kannst. Und das ist kein Leben. Eigentlich müsstest du so leben, dass du genauso viel verdienst wie in der Schweiz, aber zu viel niedrigen Unterhaltskosten und in einem Land, welches dich nicht so einschränkt. Und dieses Land versuchen wir zu finden. Uns ist schon bewusst, dass es nicht einfach ist und dass das jetzt nicht die Lösung für alles ist, aber momentan für die Lebenssituation jetzt ist es die Lösung. Also gutes Geld verdienen, aber nicht in einem Land leben, wo es so teuer ist. Wo die Leute unzufrieden sind. Und das merkst du in der Schweiz brutal. Also, da sind die Leute unzufrieden, lassen es an einem aus. Oder du hast Nachbarn, die genau schauen, was du machst. Und wenn du irgendwas machst, was nicht passt, dann wird gemeckert. Achtung, Schwein. Dann wird angezeigt bei der Polizei und solche Scheiße. Und ich spreche da sicher nicht nur für die Schweiz. In Deutschland ist es ja noch schlimmer, weil die Wirtschaft in Deutschland ja richtig im Arsch ist. Weil es die Regierung die letzten 10 Jahre völlig an die Wand gefahren hat. Und das wird in der Schweiz früher oder später ebenfalls kommen, weil, ja, wenn rundherum alles den Bach runtergeht, warum soll die Schweiz die Insel bleiben, die Wohlstandsinsel? Immer mehr Firmen verlagern ins Ausland. Und wir wollen einfach nicht mehr auf solch einem Kontinenten bleiben, sondern wir suchen uns einen Ort, der wirtschaftlich einen Aufschwung haben könnte oder hat. Und da gibt es einige Staaten in Afrika, welche hier sich gut positionieren momentan. Und diese Chance nutzen wir. Wir wollen uns etwas aufbauen in einem Staat, welcher einen Aufschwung erlebt. Ausländisches Kennzeichen. Hey, das sind unsere Freunde. Ah, ja, unsere Niederländer. Unsere Holländer. Warte mal. Kannst du nicht daneben fahren? Wo sind denn die?
So, wir haben, Ich dachte, die wären schon in Guinea. ja, das dachte ich auch. Wo sind denn die? Wir haben unsere Freunde wieder getroffen vom Strand aus Guinea. Keine Ahnung, was sie hier machen. Vielleicht kaufen sie noch I. Ja, das könnte sein. Gut, die sind nachher eh schneller wie wir, wahrscheinlich. Stimmt, ja. Es gibt ja nur die eine Straße. Ja. Was sollen wir weiterfahren? Ja, ich glaube, die schon überholen uns sowieso. Ja, die holen uns ein. Aber so viel weiter sind sie jetzt nicht gekommen. Nein? Eigentlich waren sie ja so viel schneller, aber Ja. ja, wer weiß, was sie noch so erlebt haben. Siehst du, wie der fährt? Das ist schon krass. So, wir sind jetzt durch die Grenze durch. Bei Guinea-Bissau haben wir ausgecheckt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch zu einer Grenze von Guinea kommen. Irgendwie, weiß auch nicht. Aber es ging schnell. Ja. Auch, dass wir kein Passawand haben, musst du einfach drauf bestehen und sagen, hey, nein, wir haben keins. Denn schütteln sie zwar mit dem Kopf und finden das irgendwie gar nicht so toll oder wie auch immer, aber egal, sie lassen dich dann durch.